Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Erbschaftsbesteuerung bei der Nachfolge einer GmbH. Ich kläre heute mit Jörg, wie Sie in den Genuss von begünstigungsfähigem Vermögen kommen mit nur einem einzigen Anteil. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Ja, moin Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Ich hätte ja gedacht, wir hätten schon wieder alles über die GmbH besprochen, aber nein, jetzt geht's ums begünstigungsfähige Vermögen. Was für ein sperriges Wort. Was genau ist denn das eigentlich? Also wir reden ja auch über GmbH, da spricht man bei Vermögen also von mehr als 25% Anteilen an einer GmbH. Begünstigungsfähig heißt, zahlst du dann auch keine Erbschaftssteuer drauf. Okay. Ganz wenig. Ne? Heißt also, mein Anteil ist auch Vermögen. Also Geld ist Geld, aber alles, was einen Geldwert hat in der GmbH, in der Unternehmen, ist halt Vermögen. Ja, eben nicht in der GmbH, sondern in der GmbH wird bewertet und das spiegelt sich natürlich als Reflex durch auf den Anteil, den du hältst. Okay. Ne? Dann hast du, wenn du 100% hast, ist klar, die gesamte GmbH, der Wert der GmbH ist auch der Wert deiner Anteile, aber wenn du jetzt 30% hast, dann hast du halt davon 30%. Jetzt könnte es ja sein, dass ich eben nicht über 25% Anteile an einer GmbH halte, sondern vielleicht nur 1, 2, 5, wie auch immer. Ja. Wie mache ich denn das? Genau, also das ist jetzt erstmal nicht begünstigt, so ist der Grundsatz. Darauf zahle ich dann Erbschaftssteuer. Da würdest du dann ungemildert Erbschaftssteuer drauf bezahlen. Okay. Also das heißt, die gesamte GmbH wird bewertet und wenn du jetzt 10% daran hältst, dann 10% davon ist dein Erbwert und der würde der Erbschaftssteuer unterliegen. Jetzt sitzen wir aber hier, wenn es keinen Trick gäbe oder zumindest einen Kniff oder eine Möglichkeit, auch da irgendwie freigestellt zu werden. Genau, so ist es. Also der Gesetzgeber hat das schon erkannt, dass das ein bisschen kontraproduktiv mit dem mehr als 25% Bedingung, wenn du das mal so als Familie siehst und das zersplittert und weil du hast, weiß ich, 6 Kinder und Ehepartner, weiblich oder männlich, ist es völlig egal, dann würde das irgendwann ja schon gar nicht mehr funktionieren. Aber das ist natürlich schade, es bleibt ja trotzdem in der Familie. Jetzt ist es so, du bekommst diese Begünstigung, wenn du dich mit so vielen Leuten zusammentust, wo du in der Summe mehr als 25% hältst. Ah, okay. Ja, und dieses Zusammentun ist eine, ich weiß nicht, Poolvereinbarung. Es gibt kein wirkliches Wort dafür. Ja. Ich nenne das Poolvereinbarung, in der bestimmt wird, alle verkaufen oder keiner. Oder innerhalb des Pools wird nur verkauft. Also ist der Vorteil auch ein kleiner Nachteil? Also erstmal muss ich mir Geschwister, Familie suchen, mit denen ich vielleicht gut kann oder besser kann, um über diese 25% rüberzukommen. Aber gleichzeitig, wenn ich mich dann mit denen verbinde, kann ich eben auch nicht mehr frei entscheiden, wenn ich verkaufen möchte. Also praktisch wird das eigentlich so aussehen, wenn du Leute natürlich dir holst, die selber auch weniger als 25% haben, dann habt ihr wenigstens gleichgerichtete Interessen. Ja, okay. Weil die machen das ja nur auch, um keine Erbschaftssteuer zu bezahlen. So, das heißt, auch wenn man sich nicht versteht, man hat aber eine Basis, wo man sagt, okay, wir haben das gleiche Interesse und irgendwie rauft man sich zusammen. Ja. Schwieriger wird's, wenn du jetzt dir jemanden holst, der mehr als 25% schon hält. Du kommst dann mit deinen 10% an, okay, ja. Ne, der ist auf dich nicht angewiesen. Ja. Der kann diese Poolvereinbarung auch einfach aufknacken lassen und sagen, ja, geh doch mit deinen 10% hin, wo der Pfeffer wächst, ist mir doch egal. Meine Anteile sind ja schon begünstigt. Ja, also wäre der Vorteil, dass ich mir eher Leute suche, die genauso viele Anteile haben wie ich, anstatt jemanden, sag ich mal, zu fragen, der deutlich mehr hat. So, wenn möglich. Ne? Ja. Also da ist, glaube ich, eher so vom Feeling her der Unterschied. Inwieweit musst du dich mit deinen Pool-Leuten verstehen oder nicht. Ja. Solange alle unter 25% halten, sind sie ja dankbar. Jeder Einzelne ist dankbar. Sobald da einer mit bei ist, der aber mehr als 25% hat, der ist ja unabhängig. Ja, ne? okay. Der macht das nur, um dir einen Gefallen zu tun. Ne? Jetzt hast du ja gesagt, entweder kann ich nur untereinander verkaufen oder alle zusammen. Das heißt also, ich kann nicht sagen, ich nehme jetzt meine Anteile und verkaufe die irgendwie so alleine, sondern ich muss immer meine Miteigentümer dann fragen. Ist das manchmal schwierig? Das ist eigentlich unmöglich, weil entweder man will, alle wollen verkaufen, also die Entscheidung trifft dann nicht der Einzelne, sondern dann sitzt man in der Gruppe und sagt, oh komm, wir wollen jetzt unsere Anteile verkaufen. Wenn du selber verkaufen willst, für dich alleine, hast du nur die Möglichkeit, die anderen Pool-Leute zu fragen, wo du sagst, du pass mal auf, ich möchte meinen Anteil verkaufen, wer von euch kauft mir den Anteil ab? Okay. Ja. Ich nehme an, es ist auch ein schriftliches Agreement, also das macht man nicht auf dem Bierdeckel, sondern wird richtig Vertrag gemacht, okay. Man ist also quasi miteinander verbunden. Ja. So, jetzt ist ja aber
bei der Erbschaft immer so, dass man das ja im besten Falle recht frühzeitig regeln sollte und auch kann, damit es am Ende eben nicht so läuft, dass man da steht und sagt, okay, wer kriegt's denn nun und wer kriegt denn mehr, wer kriegt weniger? Was gibt's da für Gestaltungsmöglichkeiten? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wir haben wir haben 3 Ebenen. Zum Beispiel erstmal die gesetzliche Erbfolge, weil deine Anteile sind dingliche Rechte. Egal ob 1% oder 100%, es sind dingliche Rechte, das heißt, die fallen unter die gesetzliche Erbfolge. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene ist aus der GmbH-Perspektive. Dort könntest du, wenn du nichts regelst, dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Aber da könntest du auch regeln, eine Abtretungsverfügung oder eine Einziehungsverfügung. Heißt, entweder die Anteile fallen der GmbH zu oder dort wird auf der Satzungsebene bestimmt, wem sie zufallen sollen. Und dann gibt es noch eine Gestaltungsebene, das ist die Familienvermögensgesellschaft. In der Regel sind das Personengesellschaften und dort regelst du das im Gesellschaftsvertrag, weil die Personengesellschaft ist Sonderrechtsnachfolge und entweder du nimmst die gesetzliche Sonderrechtsnachfolge oder du weichst davon ab in Gesellschaftsvertrag. Aber wie auch immer, alle 3 Wege müssen synchronisiert werden. Okay. Und wenn du nichts regelst, wenn du das nicht tust, dann kann die Erbfolge auf einmal völlig aus dem Ruder laufen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da frühzeitig mit auseinandersetzt. Es geht nämlich nicht nur um die Erbschaft, es geht auch um ertragssteuerliche Effekte, die das Ganze hat, dass du da nicht irgendwelche Steuerbomben hast. Und zu Dankeschön nachher auch noch die falsche Erbfolge hast. Ja, okay, alles klar. Also haben wir wieder was gelernt über die GmbH und klar, dass man sich rechtzeitig drum kümmern muss und auch mit jemandem spricht, der eben genau weiß, wo zu gucken ist und was zu regeln ist, weil am Ende wäre es ja schade, wenn sowas dann irgendwie den Bach runtergeht, was gar nicht sein muss. Es ist total schade. Nicht nur schade, es ist existenzbedrohend. Denn stell dir mal vor, was da für Erbschaftssteuereffekte, Nachzahlungen zustande kommen oder vielleicht ertragssteuerliche Nachteile zustande kommen. Also das ist gar nicht auszudenken. Das geht also bis hin, dass so eine Gesellschaft quasi insolvent geht dadurch. Ne? Okay, also dann doch lieber den Steuerberater fragen. Ja, also dieser Dialog hat sich nur mit den Vorteilen aus einer Poolvereinbarung für die Erbschaftsbesteuerung befasst. Es gibt aber natürlich noch die Ertragssteuer, die Grunderwerbsteuer und die Umsatzsteuer zu beachten. Das kann kontraproduktiv sein. Das muss alles miteinander synchronisiert sein. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Thanks for watching.